Heute wechsle ich die Bremsscheibe, die Bremsbeläge und das Schutzblech beim E87. Das ist ein 116i mit dem N45 B16A Motor mit 115 PS. Viel Spaß! Bevor man anfängt, sollte man zuerst den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter kontrollieren. Der sitzt unter der Abdeckung, die muss ab. Dafür 2 Verrastungen lösen. Die eine ist hier und die andere ist hier. Den Halter nach hinten drücken und die Abdeckung rausnehmen. Hier ist er. Wenn der Stand auf Maximum steht, sollte man was absaugen, damit nichts ausläuft, wenn man die Bremskolben zurückdrückt. Wenn Bremsflüssigkeit auf den Lack kommt, kann es den Lack zerstören. Für die E87-Reihe gab es damals ziemlich viele verschiedene Zulieferer für das Bremssystem. Bei denen ist TRW verbaut. Es gibt noch Brembo, ATE, Lucas, Tevis, glaube ich. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Aber daran sieht man, dass man vorher unbedingt auf den Bremssattel gucken muss, bevor man sich die neuen Belege bestellt. Die Bremsscheibe ist aber immer die gleiche. Wenn ein Schritt anders sein sollte, wie bei mir, werde ich es euch zusätzlich erklären. Als erstes lösen wir die Fixierschraube von der Bremsscheibe mit einem 6er Imbus. Jetzt kann man noch schön die Bremsscheibe blockieren, indem man einen Schraubendreher in die Belüftungsschlitze steckt. So. Aber wie gesagt, nur 1-2 Umdrehungen lösen, nicht rausschrauben. Der kann wieder raus. Jetzt kommen wir schon zum ersten Punkt, der bei euch anders sein kann wie bei mir. Und zwar sitzt bei manchen Bremssätteln hier eine Haltefeder. Ich zeige euch das mal an dem Bremssattel. So sieht das aus. Die muss raus. Einfach mit einem Schlitzschraubendreher hier drunter fahren und rausdrücken. Als nächstes den Warnkontakt abnehmen. Bei mir ist er schon ab. Hier ist alles weggebrochen. Aber das ist nicht schlimm, der muss ja eh immer neu. Im Normalfall zieht man den einfach nach hinten ab. Dann die Kappe vom Entlüftungsnippel abmachen. Kabel raus und den einfach so hängen lassen. Nächster Schritt, den Bremssattel abnehmen. Dafür schraubt man bei meinem System die beiden Schrauben mit einer 13er Nuss raus. Und dann kann man den Bremssattel nach hinten abnehmen. Am besten mit einem Haken oder einem Draht anhängen. Nicht am Bremsschlauch hängen lassen, der könnte sonst Schaden nehmen. Hier ist wieder ein Punkt, wo es bei manchen von euch wieder anders sein kann. Ich zeige euch das wieder an dem anderen Bremssattel. Dann sieht es so aus. Um den Bremssattel abzunehmen, muss man die beiden Kappen abnehmen. Dann kommen 2 Führungsbolzen zum Vorschein. Die schraubt man mit einem 7er Imbus raus. Dann kann man den Bremssattel abnehmen. Falls sich die Führungsbolzen mitdrehen sollten, kann man die mit einem 15er Maulschlüssel hier gegenhalten. Die Bremsbeläge raus. Jetzt kommt der Bremssattelträger ab. Dafür schraubt man mit einer 18er Nuss die beiden Schrauben raus.
Zum Schluss kommt noch die Bremsscheibe ab. Da wir die schon vorher gelöst haben, brauchen wir die jetzt nur rausschrauben. Bei mir habe ich noch folgendes Problem. Das Schutzblech ist an 2 Stellen, hier und hier, rausgerissen. Darum mache ich es gleich mit. Dafür schraubt man die 4 Schrauben mit einer 10er Nuss raus. Dann sollte man die Radnabe penibelst reinigen, so dass sie wieder metallisch blank ist. Ich habe den Bremssattel ausgebaut, so kann ich es euch besser zeigen und ich will den auch ein bisschen hübsch machen. Auf jeden Fall die Staubschutzmanschette kontrollieren. Wenn die Beschädigungen hat, austauschen. Dann sollte man diese Anlagefläche reinigen, in meinem Fall vom Rost befreien. Bei den beiden Anlageflächen das gleiche. Nicht vergessen, den Bremskolben zurückdrücken. Das kann man mit so einem Bremskolbenrücksteller machen. Wer sowas nicht hat, kann einfach ein Stück Holz und eine Schraubzwinge nehmen. Geht auch ganz gut. Kommen wir zum Bremssattelträger. Hier sollte man kontrollieren, ob sich die Führungsstifte leicht bewegen lassen. Hier ist es okay. Wenn die schwer gehen sollten, rausnehmen, Führungsstifte und hier innen reinigen. Am besten mit Bremsenreiniger reinsprühen und mit so einer Bürste sauber machen. Danach die Stifte dick einfetten. Mit sowas zum Beispiel. Das nehme ich meistens. Die Belaghaltefedern mache ich immer neu. Die kann man theoretisch auch mit einer Messingbürste sauber machen. Aber die müssen metallisch blank sein. Und das kriege ich bei denen hier nicht hin. Hier ist wieder ein Punkt, wo es bei manchen anders ist. Und zwar bei denen, die den Bremssattel mit einem Sima-Inbus abgeschraubt haben. Da sitzen hier anstatt der Führungsstifte Führungsbolzen. Die sehen so aus. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Diese Führungsbolzen werden nur metallisch rein sauber gemacht und danach nicht gefettet. Ganz wichtig. Dann muss man diese Anlageflächen, wo die Hammerköpfe vom Bremsbelag hin und her gleiten, reinigen und dünn mit Antiquietschpaste bestreichen. Ich mache jetzt die ganzen Teile ein bisschen hübsch. Das wird eine Weile dauern, aber für euch ist es ja nur eine Sekunde. 2000 Jahre später. Jetzt sieht alles wieder aus wie neu. Nun kommt das Schutzblech wieder ran. Die 4 Schrauben werden mit einer 10er Nuss und 12 Newtonmeter festgezogen. Die neue Bremsscheibe drauf. Fixierschraube rein. Die wird mit einem 6er Imbus und 16 Newtonmeter festgezogen. Heutzutage werden die Bremsscheiben fast immer lackiert verkauft. Wenn einer noch eine Bremsscheibe gekauft hat, die eingefettet ist, vorher das Fett mit Bremsenreiniger oder Verdünnung abwaschen. Als nächstes kommt der Bremssattelträger wieder rein. Die beiden Schrauben werden mit einer 18er Nuss und 110 Newtonmeter festgezogen.
neuen Bremsbeläge rein. Die sind nicht gleich. Der eine hat hier eine Ausbuchtung. Die ist für den Warnkontakt und muss auf der Kolbenseite montiert werden. Jetzt kommt wieder so ein Punkt, wo es bei manchen wieder anders ist. Die Bremsbeläge haben auf der einen Seite eine Feder und die kommt in den Bremskolben. Und der dann logischerweise hier rein. Bei dem System gibt es keine Belaghaltefedern. Also müssen die Hammerköpfe mit Antiquietschpaste bestrichen werden. Nächster Schritt, Bremssatte wieder rein. Bei dem System immer neue Schrauben verwenden. Die werden mit einer 13er Nuss und 35 Newtonmeter festgezogen. Bei dem System mit dem Sima-Imbus, die werden mit 30 Newtonmeter festgezogen. Jetzt wieder mit einem 15er Schlüssel gegenhalten. Für diejenigen, die das andere System haben, müssen jetzt die Haltefeder wieder reindrücken. Nicht vergessen. Jetzt den alten Warnkontakt hier und hier ausklipsen. Dann das Steckergehäuse aufklappen. Stecker raus. Dann hier entriegeln, indem man hier drauf drückt und abziehen. Nun den neuen Warnkontakt reinstecken. Ins Steckergehäuse drücken und zumachen. Dann durchfädeln. Und hier wieder festklipsen. Normalerweise bräuchte man jetzt nur noch den Warnkontakt auf den Bremsbelag zu schieben und das Kabel hier am Entlüftungsnippel zu fixieren. Leider haben die mir einen falschen Warnkontakt angedreht. Der ist zu lang. Kann passieren, muss ich umtauschen. Zum Schluss kommt noch das Rad drauf. Das zieht ihr mit 120 Newtonmeter über Kreuz fest. Das gleiche macht ihr auch auf der anderen Seite. Bremsen und Fahrwerksteile müssen immer achsweise gewechselt werden. Kontrolliert noch den Bremsflüssigkeitsstand. Wenn was fehlen sollte, aufkippen. Dann das Bremspedal ein paar Mal komplett langsam durchtreten, bis der Bremsdruck wieder aufgebaut ist. Die nächsten 200 Kilometer eine Vollbremsung, wenn möglich, vermeiden. Sämtliche Ersatzteile und Werkzeuge habe ich euch wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.